Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldpreisentwicklung nicht linear, Goldaktienanstieg und die Psychologie der Anleger. Disclaimer. Goldpreisentwicklung nicht linear, Goldaktienanstieg und die Psychologie der Anleger. Anleger sind leicht zu beeinflussen, insbesondere wenn es zu Korrekturen kommt. Dann reagieren sie desillusioniert, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Der Goldpreis darf aber in einer Phase innerhalb des Fiat-Währungssystems nicht parabolisch ansteigen. Denn das wäre sofort der Untergang des Systems. Das gilt es zu begreifen. Die Tausend-Bagger-Philosophie basiert darauf, dass das System noch Bestand hat. Deshalb ist die Goldpreisentwicklung, wie wir sie erleben, akzeptabel, auch wenn die meisten davon ausgehen, dass der Preis manipuliert ist. Siehe JP Morgan-Urteil. Sobald die Manipulation endet, würde der Preis tatsächlich durch die Decke gehen und es gäbe keine Möglichkeit mehr, seine Papierassets zu retten oder Gewinne mit Goldaktien zu machen. Goldaktien steigen aber in der Regel vor dem finalen Goldanstieg, dass wir uns neben einem Teil der physischen Absicherung auch auf den Kauf dieser Aktien konzentrieren, um mit den Gewinnen deutlich mehr Gold und Silber kaufen zu können. Ein Auf und Ab dieser Goldaktien im Centbereich ist so normal wie bei jeder anderen Aktie auch bei seinem Weg nach oben. Nur Goldaktien oft mit dem Spike in kürzester Zeit reagieren. Dafür ist es aber ein seltenes Ereignis. Goldaktien sind nach wie vor stark unterbewertet, haben sehr wahrscheinlich das letzte Tief Ende Juli gehabt und schwingen sich abwechselnd zueinander wieder nach oben. Lassen Sie sich also nicht von den einzelnen Rücksetzzahlen verunsichern. Halten Sie die Position, versuchen Sie gute Goldaktien günstig nachzukaufen, denn am Höhepunkt dürfte es für Sie die beste Gelegenheit Ihres Lebens gewesen sein, wenn Sie jetzt weiter am Ball bleiben. Ja, diese Chart fasst es einfach nochmal zusammen und zeigt auch an, wo wir sind. Wir sind, sage ich mal, wirklich aus der totalen Niedergeschlagenheit rausgekommen. Die Kapitulationsphase dürften wir hier in jedem Fall mittlerweile hinter uns gelassen haben. Ähm, Man ist noch nicht gut gelaunt, hat depressive Stimmung, aber einzelne Hoffnungsstrahlen kommen mittlerweile durch. Und sag ich mal, die Leute, die diese ewigen Gesetze, diese Psychologien kennen, wissen ganz genau, dass diese Phase der Kapitulation und Niedergeschlagenheit die Basis für einen Goldaktienmarkt sind. Das sind einfach die besten Kaufgelegenheiten, während Nervenkitzel, Euphorie hier oben immer wo man wirklich sehr aufpassen muss. Das sind eigentlich Situationen, die zeigen eigentlich an, dass der Markt heiß gelaufen ist, dass da nichts mehr zu holen ist, dass es ja jederzeit auch abstürzen kann. Ja, also von diesen Stimmungsindikatoren augenblicklich sind alle Ampeln auf grün für das Kaufen von Goldaktien. Von welchen Assets kann man das im Augenblick sagen? Ähm, Vielleicht bei den normalen Aktien sind wir möglicherweise hier zwischen Beunruhigung und Beschwichtigung. Man ist sich noch nicht so einig, ob es noch weitere Abstürze gibt. Es gibt gewisses, es geht wieder hoch. Es könnte ja auch wieder hochgehen. Also ich denke mal, in der Phase ist, also die Angstphase waren wir vielleicht ganz kurz jetzt hier mit der Krise, aber wir sind, sage ich mal, wieder in der Beschwichtigung bis Beruhigungsphase im normalen Aktienreichen. Aber ich denke, das wird auch ab irgendeinem Punkt zumindest nominal im Verhältnis zu Gold mit den normalen Aktien runtergehen. Aber was Gold und Goldaktien besprechen, sind wir absolut im Tal. Und wir haben, bis wir erst überhaupt zum Optimismus gehen. Und Sie sehen ja hier, nach dem Optimismus kommt die aufgeregte Freude, Nervenkitzel, Euphorie. Ein langer, also Goldaktien-Bullenmarkt steht vor uns. Gold-Kupfer, Projektgenerator, Kanada, British Columbia, Eric Sprott ist auch investiert. Die sind eben, haben sehr gute Gebiete und deswegen ist hoch bewertet. Es ist in der Nähe von anderen namhaften
Unternehmen im sicheren Rechtsgebiet, wie gesagt, Golden Triangle, British Columbia. Ihr Kirkham-Projekt ist 106 Quadratkilometer und wurde von einem sehr renommierten Kupfer-Gold-Experten, Dr. Rodney Kirkham, zusammengestellt. Ähm, und diese ganze Region heißt, es ist sozusagen die Red Line. Das ist eine interessante Region aus dem Trias-Kreidezeit, die sich da gebildet hat. Und das ist eben historisch eben für lukrative Kupfergoldgebiete sehr interessant. Andere Unternehmen sitzen da und beuten besonders diese Zone aus. Dann haben wir noch die Cliff Miles, ist ein großes Kupfer-Gold-System mit einem ja, 4 mal 1,5 Kilometer großen Gebiet. Das südliche Teil des 7,5 Kilometer langen Havesen-Komplexes. Das System befindet sich in der Nähe auch wieder des triasischen Jura-Diskordanz, das als die rote Linie, hatte ich gerade erwähnt, bezeichnet wird und ein wichtiger geologischer Leitfaden für die Kupfer-Gold-Mineralisierung im Golddreieck ist. Das hatte ich gesagt. Ähm, Das ist eine sehr interessante Zone, sehr lukrativ, sehr viele Unternehmen sitzen da. Und diese Geologie dieses Cliff Miles Porphyry-Systems ähnelt der Kehrlagerstätte von Seabridge. Gold ist eine abgeleitete Ressource von Kupfer, Gold, also insgesamt 19 Millionen Unzen Gold hat und 17,3 Milliarden Pfund Kupfer. Und das ist das Interessante, die Geologen gehen wirklich von absolut einer ähnlichen Situation aus. Also es liegt in einem sehr starken Gebiet. Vielleicht nochmal an der Stelle zum Aktienkurs. Also da war schon mal sehr viel Euphorie drin, die hat schon mal sehr hohe Kurse erreicht, hier 260 und ist im Grunde genommen eigentlich dann wieder voll abgesackt. Das war Anfang 2020, also zur Corona-Krise hier nochmal auf 11 Cent, ist dann auch hier fast auf 0,6 wieder gestiegen. Dann eigentlich nicht mehr so richtig erholt und jetzt mit dem allgemeinen Absturz weiter runtergegangen. Und ja, jetzt 20 Cent scheint eindeutig den Boden gefunden hat. Und das Interessante ist eben, wenn höhere Gold- und Silberpreise oder auch Kupferpreise etc. kommen, ähm, kann sich meines Erachtens die Situation hier auch wie 2018 einstellen, dass große Investoren sich weiter beteiligen, wie Eric Sprott etc. Und das wiederentdeckt wird und dann diese Mine auch wieder hochgetrieben wird in diese Sachen. Also auch wieder kann vielleicht leicht auf $1 steigen, nur wenn Gold und Silber ein bisschen höher geht und dann kommt vielleicht die euphorische Phase, die uns diesmal auf Gold 2200, 2300, 2500 bringt. Und dann sind auch ganz andere Preise möglich, 2, 3, 4, 5, vielleicht unter Umständen auch Richtung irgendein Wert zwischen 5 und 10 denkbar. Ja, dann haben Sie noch das Kohl-Porphyry-System. Dort gab es Bohrung mit 137 Gramm pro Tonne Gold auf 0,6 Metern. Und das ist ähnlich den goldhaltigen Adern der Mine Snip, die von 1991 bis 1999 1,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 7,5 Gramm pro Tonne produziert, also High Grade. Dann haben sie noch das King Ernst Gebiet, Gold- und Silbermineralisierung, ähnlich der hochgradigen Goldmineralisierung von Valleys of King. Also überall, sage ich mal, interessante Stories. Liegt nahe an anderen Success Stories, die möglicherweise in diesem Gebiet dann wiederholt werden können. Und dann haben sie noch das Tanda Nordziel. Das ist 1,5 Kilometer südlich der E&L-Lagerstätte von Garibaldi Resources, auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Die liegen da alle in der Nähe und die haben dort einen Hinweis auf Nickel-Kupfer-Potenzial bei Tanda Nord. Also sie haben eben auch Polymetalle, sie haben hochgradiges Gold, sie liegen in 1A-Region, Eric Sprott ist investiert, Schad hat seinen Boden gefunden, es ist ein sehr gutes Rechtsgebiet. Also es gibt viele Punkte, die man mag und ich denke mal, alle diese Gebiete, ziemlich viele Gebiete, sind ausbaufähig. Natürlich, so ein Typus Aktien ist immer hohes Risiko, aber jetzt in den bevorstehenden
Gold und Silber oder auch allgemein Rohstoffboom könnte diese Aktie, ähnlich wie sie es schon mal hatte, möglicherweise profitieren. Und darum geht es, Aktien zu identifizieren, wo das Kapital möglicherweise in einer verbesserten Stimmungslage des Marktes genauso reinfließt wie in der Vergangenheit und dann hoffentlich auf hohe Höhen bringt. Ja, unsere Philosophie ist, wir äh, schauen uns diesen Goldaktienbullenmarkt von 76, 1980 an. Da kam es zu extremen Anstiegen von Goldaktien, gerade von diesen Penny-Goldaktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Also dort hätte man aus 1000 Dollar 50, 100, 200.000, in einigen Fällen eine Viertelmillion machen können. Und wir hoffen eigentlich aufgrund dieser immer noch großen niedrigen Bewertung von Goldaktien und des bevorstehenden Goldanstieges auf irgendwo 2300, 2500, glauben wir, dass das sich teilweise erholen kann. Ob wir eine genaue Kopie dieser Anstiege kriegen, kann man nicht so sagen. Es nehmen ja auch ständig systemische Risiken zu, politische Risiken etc. Aber wenn wir nur einen Teil davon kriegen, sind wir hier mit Goldaktien drüber dabei. Also was kann man jetzt noch tun? Wir müssen halt solche Penny Stocks kaufen, wo eben ähm, Superlative drin sind und in der Hoffnung, dass das Big Money nachher auch genau die Aktie mit diesen Superlativen sucht und sie sind dann vorher schon investiert. Wir sind deswegen auch der Hinweis auf dieser Grafik, wir sind in einer sehr frühen Phase und das wirkliche Big, Big, Big Money ähm, kommt dann nicht so wie das Dump Money, also die Massen, die das dann auch am Ende entdecken, aber liegt noch in Zukunft vor uns. Und davor müssen wir natürlich investiert sein und die gucken möglicherweise aus Superlativen, zum Beispiel wie große Ressourcen, sehr hochgradiges Gebiet, sehr gute Geologen, all solche Themen und dann können solche Aktien wirklich, wirklich enorm hochgetrieben werden. Ja, nochmal zum 1000-Wecker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren. Wir errechnen einen theoretischen Potentialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Anzahl des Grades des Metalls und das Länderrisiko. Wir haben auch eine Exit-Strategie dabei, also was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist. Einlagen von Gold und Silber, aber Einkaufsgemeinschaft, Sachwerte, sehr unkompliziertes Unternehmen. Sie überweisen einfach und schon ist es im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist es verkaufen und wichtig ist, die kamen in jeder Situation an physisches Gold und Silber, das sie leicht kaufen konnten, ohne anzustehen oder sonst was. Ja, immer erst Preisvergleich, bevor Sie überhaupt Gold und Silber kaufen, eigentlich selbstverständlich, aber Gold.de ist da vielleicht eine ganz gute Seite. Ansonsten habe ich noch weitere nützliche Informationen. Ich wurde jetzt in der Vergangenheit gefragt für den Broker. Also das ist zum Beispiel in der EU, also ich persönlich nutze auch Flatex und hier in der Schweiz Swissquote, die Sie auch wo Sie auch ein Depot öffnen können mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz. Ja, wo kann man Edelmetalle einlagern? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel direkt in Schweiz, in Zürich am Hauptbahnhof, keine 500 Meter, wo Sie vielleicht für ungefähr 200 Franken pro Jahr da Lagerraum anbieten können, jederzeit rankommen können, ist nicht weit vom Bahnhof, können rüberfahren etc. Das kann man machen. Dann gibt es in Liechtenstein nochmal ein Unternehmen, wo Sie genauso einlagern können. Äh, das, äh, das läuft aber dann, Sie kaufen quasi dort und das wird dann für Sie da eingelagert und das läuft dann, sage ich mal, über einen gewissen bürokratischen Prozess, je nachdem, was Sie für eine Präferenz haben. Ja, dann sind hier noch weitere Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, Goldaktienindex, ja, Literatur über Goldaktien beispielsweise, weitere internationale interessante Webseite, COCA ist erwähnenswert, da gibt es ein Diskussionsforum zu jeder Aktie eigentlich, da können Sie sehen, was andere Marktteilnehmer von diesem Unternehmen halten, wird diskutiert etc. Dann noch Videos zu ein paar guten Experten, wie ich kann da nur immer wieder empfehlen, Uwe Bergholter zu holen oder einfach alle diese Expertenvideos einfach mal zu sehen, sage ich mal, dass er diese große Richtung
kennen. Ich meine, wir mit unseren Goldaktien unterbewertet sind wirklich nur ein Detail dieses potenziellen Goldbullenmarktes. Ich meine, die sind aus irgendwelchen Gründen jetzt total unterbewertet. Da weisen wir darauf hin, da stimmt was nicht, da wurde irgendwo dran gedreht. Und es kann in wenigen Wochen auch, kann diese Unterbewertung dauerhaft verschwunden sein. Und die ganz, ganz große Chance gibt es nicht mehr. Ähm, aber der Goldanstieg ist vermutlich doch noch eine längere Sache. Viele Statisten meinen, dass zum Beispiel Silber 2027, 2028, 2029 irgendwo 370 Dollar äh, oder vielleicht das Doppelte davon sein kann. Das ist meiner Meinung nach kaum vorherzusagen, was passiert, was relativ leicht vorherzusagen ist, weil es so unmittelbar bevorsteht. Das Gold vermutlich Richtung Jahresende definitiv für 2000 wieder ist, vielleicht 2200. Mike Maloney sagt das auch. Dann haben wir vielleicht noch im ersten Quartal, sehen wir vielleicht noch einen Anstieg auf 2,5. Bei Gold 2,7 sagen auch andere Statisten und er erwähnt dann eine 65. Aber bei so einem enormen Anstieg muss man dann möglicherweise auch mit der Korrektur oder anderen Schwierigkeiten rechnen. Und so Korrektur gerade bei Silber, wenn es um 65 ist, das kann dann schon passieren, dass das dann auf 40 zurückfällt oder so, gerade wenn es mit einem Börsenbruch Kollaps zusammengehen. Also deswegen, Goldaktien ist kein langfristiges Investment. Es ist interessant jetzt angesichts des potenziell steigenden Gold und Silber. Ähm, Preises in den nächsten 6 bis 9 Monaten und dann muss man das verkaufen. Ja, also wie gesagt, Goldaktien funktionieren meist nicht, weil eben die Leute im Grunde genommen kaufen, wenn es heiß gelaufen ist, wenn der Goldpreis hoch ist, wie beispielsweise 2011, da war es wirklich eine euphorische Situation und da haben dann die Leute gemeint, ja, ja, jetzt sind Goldaktien interessant, weil das ist ja ein Hebel drauf, weil Gold steigt ja noch 5.000 oder 10.000 weiter und profitieren wir überproportional. Und dann kommt diese Psychologie, die meiner Meinung nach, dass das irgendwann herrscht und die sagen dann, da ist ja Gold im Boden drin sozusagen, es ist quasi eine Zentralbank. Und diese Argumente, diese Denkweise könnte eben auch dazu führen, dass auf irgendeinem Punkt eben das Big Money diese Penny-Gold-Stocks so übermäßig hoch bewertet. Ähm, und im Grunde genommen ist es, wir kaufen jetzt den Pessimismus und suchen nach dieser überoptimistischen, euphorischen Situation, dass wir dann positioniert ist und dann diese Goldaktien abstoßen können. Also diese Euphorie, wie sie sich am Anfang der Kurve kaufen, ist Verkaufen, auch wenn sich das nicht gut erfüllt, aber das muss man einfach tun. Das können die meisten nicht, aber ich kann Ihnen sagen, ich werde Sie daran erinnern, in Form von Videos oder sonst was, wenn wir tatsächlich eine euphorische und wirklich euphorische Phase eintreten. Ja, wenn Sie Fragen zum Report haben oder generell Anregungen, Sie können mir eine Mail schreiben oder rufen mich an. Ich rufe Sie dann spätestens abends zurück. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben und Ihnen natürlich das Video soweit zugesagt haben. Denken Sie auch an potenzielle äh, andere Leute, die vielleicht auch gerne in Goldaktien investieren würden, die vielleicht auch an dieser meiner Meinung nach Jahrhundertchance teilnehmen würde. Und je mehr Subscriber ich habe, desto mehr viral geht das. Und je mehr Kleinanleger etc. kaufen diese Penny Stocks, kaufen quasi diese Penny Stocks und das kann ich Ihnen sagen, das gefällt der Hochfinanz nicht und sich der Kleinanleger da ihren Markt, ihre Spielwiese sozusagen verschmutzen. Da muss man sich einfach festbeißen in die Penny Stocks und irgendwann kommt diese Mega-Bewegung nach oben und ja, das ist gerade die Situation, die jetzt von zunehmender Inflation, Schwierigkeiten aller Art zu machen ist das einfach eine ganz große Chance. Und jetzt in diesem Umfeld Goldaktien bedeuten einfach, haben zwei wesentliche Vorteile. Sie haben jetzt einen ökonomisch-wirtschaftlichen schlechten Zeiten, können Sie durch die gestiegenen Goldaktienpreise, haben Sie einfach eine Bargeldquelle, einfach durch das einfaches ein Klick, ein Verkauf und Sie können mehr Gold und Silber kaufen. Einfach eine doppelte Gewinnsituation. Natürlich nur, solange der Markt jetzt irgendwo seinen Höhepunkt erreicht, also wahrscheinlich diese nächsten 6 bis 9 Monate. Und dann ist es vorbei und dann
muss man den Markt erstmal verlassen. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.